Willkommen zum Teil 1 der Videoreihe zur Software Pool Tolerances. Ich möchte Ihnen in diesem Video die grundlegende Struktur der Software zeigen und Ihnen einen Schnelleinstieg in die Bedienung geben. Wenn Sie das nachlesen möchten, haben Sie die Möglichkeit, die lokale Hilfe aufzurufen. Sie können diese Hilfe auch über unsere Internetseite als PDF-Dokument herunterladen. Ja, Sie finden auf der linken Seite zwei Register. Einmal das Register, hier geht es um Toleranzen für Kunststoffformteile nach der entsprechenden Norm. Und dann das zweite Register Handelsprodukte. Die Handelsprodukte-Datenbank ist optional erhältlich und dafür gibt es auch eigenständige Videos. Ich konzentriere mich in diesem Video ausschließlich auf die Toleranzen für Kunststoffformteile. Ja, bevor wir anfangen, noch ein paar allgemeine Hinweise. Wir haben hier oben ein Hauptmenü. Über diesen Menüpunkt können Sie auch die Ansichten wechseln. Wir haben ein Menü Einstellungen mit Serververbindung. Das ist die Verbindung zu unserem Server, um gegebenenfalls automatisch Updates zu installieren. Diese Verbindung können Sie hierüber testen bzw. die notwendigen Einstellungen vornehmen. Sie können hier Ihre Lizenz verwalten und Sie können auch die Sprache ändern. Weiterhin finden Sie das Hilfemenü. Hier können Sie auf Software-Updates prüfen und Sie können entsprechende Hilfen aufrufen. Wie schon erwähnt, haben wir eine lokale Hilfe. Sie können aber auch die Hilfe online nutzen bzw. als PDF downloaden. So, nun zum eigentlichen Hauptthema. Ähm, Sie können Ihre Projekte in einzelnen Dateien verwalten. Auf die Extras gehe ich dann gegebenenfalls in einem anderen Video drauf ein und Sie haben Einstellungen. Hier können Sie zwischen der DIN ISO 20457 und der älteren Norm der DIN 16742 wechseln. Das bezieht sich im Wesentlichen auf die verwendeten Toleranzwerte, die Sie auch in diesen Toleranzwertetabellen sich anzeigen lassen können. Wir nutzen jetzt die Werte für die DIN ISO 20457. Wir gehen zurück zum Register Projekt Formteil bearbeiten und ganz oben sehen Sie zwei Methoden der Verfahrens- und Vormassezuordnung. Einmal die Punktbewertung, so wie sie dann auch in der DIN beschrieben ist, und Zuordnungshilfen. Auf diese Methode gehe ich dann in einem weiteren Video ein. Rechts daneben sehen Sie drei weitere Register mit entsprechenden Tabellen. Hier werden dann die Maße erfasst. Die Reihenfolge der Eingaben spielt keine Rolle. Sie können also zunächst Maße erfassen oder Sie können auch erst die Bewertung vornehmen. Nachdem alle Eingaben für die Bewertung vorhanden sind, wird die Toleranzgruppe, unter anderem die Toleranzgruppe für Allgemeintoleranzen von Längenmaßen, berechnet. Und wenn Sie auch schon Maße erfasst haben, dann sehen Sie hier das mögliche Fertigungsabmaß. Ja, Sie können nun weitere Maße hinzufügen, diese auch entsprechend konfigurieren, ob es sich um ein Wanddickenmaß oder ein werkzeuggebundenes Maß handelt. Oder Sie können auch Ihre Bewertung anpassen. Dann wird gegebenenfalls eine andere Toleranzgruppe berechnet und es werden auch andere mögliche Fertigungsabmaße berechnet. Sie kriegen den Hinweis, ob das Maß vereinbarungspflichtig ist, und Sie können ein Funktionsabmaß definieren. Das mache ich jetzt mal. In diesem Falle ist das Funktionsabmaß größer als das mögliche Fertigungsabmaß. Deshalb ist dieses Feld
äh, grün hinterlegt. Jetzt mache ich das gleiche für das zweite Maß. Hier ist das Funktionsabmaß kleiner als das mögliche Fertigungsabmaß und deshalb wird dieses Feld rot hinterlegt. Ja, ähnlich können Sie dann mit anderen Maßen verfahren. Also hier geht es ja um die Tolerierung von Längenmaßen. Hier gibt es dann noch die direkte Positionstolerierung mit zylindrischen Toleranzzonen und es gibt die Profilformtoleranzen. Wie gesagt, auch hier erfassen Sie einfach Ihre Maße und sobald alle Eingaben vorliegen, wird das mögliche Toleranzmaß berechnet. Das soll es auch erstmal gewesen sein in diesem Video. Alles weitere dann im nächsten Teil. Vielen Dank.